Hallo zusammen, willkommen bei Finance Fellows, eurem Kanal für Finanzbildung. Mein Name ist Marcel. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was Börsensegmente oder Teilmärkte an den Börsen eigentlich sind? In diesem Zusammenhang ist dann auch oftmals die Rede vom Prime-Standard. Wir erklären es euch in diesem Video. Dazu steigen wir zu Beginn in den Börsenhandel von Wertpapieren ein, bevor wir uns dann angucken, wie der Börsenmarkt mithilfe von rechtlichen Kriterien aufgeteilt werden kann. Nämlich einmal in den regulierten Markt und den Freiverkehr. Und jetzt viel Spaß beim Video. Börsen sind Marktplätze, auf denen Wertpapiere gehandelt werden. Unternehmen können sich hier neues Kapital beschaffen, indem sie zum Beispiel Aktien oder Anleihen ausgeben. Anleger hingegen bekommen die Möglichkeit, ihr Geld in Anlageklassen ihrer Wahl anzulegen, um so langfristig Vermögen aufzubauen. Die Sicherstellung eines fairen, transparenten und sicheren Handels ist dabei eine ihrer Hauptaufgaben. Anleger verlangen klare Regeln und Rechtssicherheit. Denn nur wenn Vertrauen in den Kapitalmarkt und seine Akteure vorliegt, investieren Anleger letztendlich auch ihr Geld. Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, müssen Unternehmen, die über die Börse Wertpapiere ausgeben wollen, bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Je nachdem, wie hoch oder streng dabei die Voraussetzungen sind und wer diese definiert, kann der Börsenhandel rechtlich in zwei unterschiedliche Märkte aufgeteilt werden. Nämlich einmal in einen regulierten Markt und dem sogenannten Freiverkehr. Die Unterschiede lassen sich dabei bei genauer Betrachtung der Zulassungsvoraussetzungen und Folgepflichten erkennen. Im Rahmen des Börsengangs muss ein Unternehmen dann entscheiden, in welchen dieser zwei Märkte es aufgenommen werden will. Egal wo eine Firma dann aber gelistet ist. Die Marktzugehörigkeit sagt noch nichts über die betriebswirtschaftliche Qualität des Geschäftsmodells aus, also ob es erfolgreich ist oder nicht. Gucken wir uns jetzt an, wie sich die Zulassungsvoraussetzungen und Folgepflichten für beide Märkte darstellen und unterscheiden. Der regulierte Markt ist im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes ein organisierter Markt. Die Regelungen werden also vom Gesetzgeber definiert und gehen dabei auf europäisches Recht zurück. Wollen Unternehmen ihre Wertpapiere also hier anbieten, müssen sie ein öffentlich-rechtliches Verfahren durchlaufen. Zu den wichtigsten Zulassungsvoraussetzungen gehören eine Unternehmenshistorie von mindestens 3 Jahren, ein gültiger und gebilligter Wertpapierprospekt mit veröffentlichten Jahresabschlüssen von ebenfalls mindestens 3 Jahren, eine voraussichtliche Marktkapitalisierung von mindestens 1,25 Millionen Euro und eine Mindestaktienanzahl von 10.000. Anleihen als eine weitere Wertpapierart müssen einen handelbaren Nennwert von mindestens 250.000 Euro erreichen. Darüber hinaus muss bei Aktien ein Streubesitzanteil von mindestens 25% vorliegen. Zum Streubesitz zählen dabei alle Aktien, die dem Börsenhandel zur Verfügung stehen und zum Beispiel nicht von Großaktionären langfristig gehalten werden. Unternehmen, die am regulierten Markt teilnehmen, haben aber auch Folgepflichten zu erfüllen, die nach dem Börsengang regelmäßig anfallen. Zu den wichtigsten gehören hier die Veröffentlichung eines Halbjahres- sowie Jahresfinanzberichts und die Mitteilungspflicht in Form von Ad-Hoc-Meldungen. Das heißt, Sie müssen dem Kapitalmarkt all jene Informationen sofort melden, die den Aktienkurs erheblich beeinflussen können. Beispielhaft können hier personelle Veränderungen in Vorstand oder Aufsichtsrat, aber auch Gewinnwarnung genannt werden. In Deutschland können die Folgepflichten dabei in deutscher oder englischer Sprache erfüllt werden. Unternehmen im regulierten Markt haben also aufgrund der erfüllten Transparenzanforderungen den Vorteil, dass sie insbesondere gegenüber nationalen Investoren an Attraktivität gewinnen. Als Nachteil hingegen fallen die erhöhten Kosten und Aufwände für den Börsengang und die Folgeaktivitäten ins Gewicht. Jede Börse kann über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus auch noch selbst weitere Kriterien und damit Teilmärkte, sogenannte Segmente, definieren. So gibt es an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Beispiel den Prime-Standard. Um als Unternehmen hier gelistet zu werden, müssen über die Regeln des regulierten Marktes hinaus noch weitere Anforderungen im Bereich der Folgepflichten erfüllt werden. Zum Beispiel müssen ergänzend zu den Halbjahres- und Jahresfinanzberichten noch Quartalsberichte veröffentlicht werden. Es muss mindestens eine Analystenveranstaltung pro Jahr geben
und ein Unternehmenskalender erstellt und fortlaufend aktualisiert werden. Die Folgepflichten sind dabei in deutscher und in englischer Sprache zu erfüllen. Darüber hinaus müssen Finanzberichte auf Basis internationaler Rechnungslegungsstandards, wie zum Beispiel den International Financial Reporting Standards, erstellt werden. Da Unternehmen im Prime-Standard erhöhte Transparenzanforderungen erfüllen, haben sie den Vorteil einer höheren Reputation und Bekanntheit. Aufgrund der englischsprachigen Kommunikation können sie sich zudem einem internationalen Investorenpublikum präsentieren. Dies bedeutet, ergänzend zum regulierten Markt, aber auch höhere Kosten und Gebühren. Schauen wir uns als nächstes den Freiverkehr an. Er ist nach dem Wertpapierhandelsgesetz kein organisierter Markt. Das bedeutet, die Anforderungen für die Einbeziehung eines Unternehmens in diesen Markt werden nicht vom Gesetzgeber, sondern von den Börsenbetreibern selbst definiert. Da es sich hierbei um einen privatrechtlichen Markt handelt, gibt es über Börsen hinweg auch keine einheitlichen Regeln. Im Freiverkehr gelistete Firmen gelten gesetzlich auch nicht als börsennotiert. Grundsätzlich ist das Ziel in diesem Markt, wachstumsorientierten, jungen Unternehmen dabei zu helfen, einen erleichterten Kapitalzugang zu bekommen. Hierfür werden die hohen Standards und Pflichten für die Einbeziehung heruntergesetzt. Gerade jungen Unternehmen oder Start-ups stehen nämlich aufgrund ihrer Größe und Kapitalstärke oftmals nicht die Möglichkeiten zur Verfügung, allen Anforderungen des regulierten Marktes nachzukommen. Nachteilig wirkt sich die im Vergleich zu Unternehmen im regulierten Markt geringere Reputation aus. Aufgrund des erhöhten Risikos sprechen sie eher nationale und risikoaffinere Anleger an. Auch wenn zwar geringer, ist die Aufnahme in den Freiverkehrmarkt natürlich auch mit Kosten und Gebühren verbunden. Nicht selten finden von den Börsen dann noch weitere Segmentierungen im Freiverkehr statt. So nutzen Börsen ein zusätzliches Segment im Freiverkehr oftmals auch dazu, den Wertpapierhandel von Unternehmen zu ermöglichen, die bereits an anderen Handelsplätzen zugelassen sind. Unterschiedliche Börsenmärkte und Segmente helfen somit Unternehmen, entsprechend ihrer Größe und Finanzstärke, maßgeschneiderte Möglichkeiten der Kapitalaufnahme zu finden. Auf der anderen Seite dient die klare Kennzeichnung und Definition von Märkten und Segmenten aber auch Anlegern, entsprechend ihres Wissens und ihrer Risikobereitschaft fundierte Entscheidungen zu treffen. Denn je nachdem, in welchen Markt Anleger investieren, wissen sie, worauf sie sich im Sinne der Transparenz einstellen können. An dieser Stelle sei aber nochmal erwähnt, dass die Zugehörigkeit eines Unternehmens in einem Markt oder Segment noch keine Aussage über dessen wirtschaftliche Entwicklung gibt. Wenn ihr in eine Firma investieren wollt, solltet ihr auf jeden Fall eine intensive Analyse der Geschäftszahlen vornehmen und die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells betrachten. Wie ihr das Wissen über Börsenmärkte und Segmente im Rahmen einer Recherche praktisch umsetzen könnt, zeigen wir euch in einem separaten Tutorial. Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Video den Sinn und Zweck der unterschiedlichen Börsenmärkte und Segmente näherbringen konnten. Hat euch das Video gefallen? Dann schenkt uns eine positive Bewertung und abonniert unseren Kanal. Das motiviert uns, für euch auch in Zukunft tolle Erklärvideos zu erstellen. Wenn ihr Fragen zum Video oder Wünsche für ein neues Thema habt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.